Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Es hat bis vor kurzem noch geschüttet wie aus Kübeln, doch ich dachte mir, ich riskiere es und werde versuchen, dieses Video heute wieder außerhalb zu drehen. Sie sehen also, ich trotze sämtlichen Unannehmlichkeiten und Gefahren, nur um Ihnen ein Video präsentieren zu können. Ja, nun zum heutigen Video. Es gibt 3 Hundetypen mit Ridge am Rücken. Einen kennen die meisten von Ihnen, nämlich den Rhodesian Ridgeback, ist der bekannteste. Auch den zweiten kennen einige von Ihnen, das ist der Thai Ridgeback, um den geht es heute. Den dritten habe ich noch nicht vorgestellt, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann mal tun werde, da die Ähnlichkeit zum Thai Ridgeback doch recht stark ist. Außerdem ist dieser Hund nicht von der FCI offiziell als Hunderasse anerkannt. Das wäre kein Hindernis, denn ich habe schon einige Hunde hier präsentiert, die nicht offiziell als Rasse anerkannt sind. Aber ja, diesen Hund sieht man hier so gut wie nirgends. Der ist hauptsächlich in Vietnam zu Hause. Und das ist eine vietnamesische Ausgabe des Thai Ridgebacks, möchte ich mal sagen. Ja, unterscheidet ihn zwar ein klein wenig vom Thai Ridgeback, aber ja, im Großen und Ganzen ist es dasselbe Hundetyp. Doch nun zum heutigen Hund, nämlich zum Thai Ridgeback, zu einem Ridgeback, der bei weitem nicht so bekannt ist wie sein afrikanischer Verwandter, Ridge-Verwandter. Denn sonst haben diese Hunde miteinander nicht viel zu tun, fast gar nichts, außer dass sie beide derselben Spezies angehören. Ja, ich sah in meinem Leben einmal einen Thai Ridgeback live. Damals besaß ich noch meinen Tosa Inu-Rüden Shiro. Da war er etwa 6 Monate alt und ich besuchte mit ihm eine Hundefreilaufzone. Dort war eine Dame drinnen mit einem fast kastanienrotbraunen Thai Ridgeback mit schwarzer Maske. Eine der herrlichsten Farben, die ich je bei einem Hund gesehen habe. Und der Hund generell war ein Traum. Doch zur Gesamterscheinung oder wie dieser Hund auf mich wirkt, etwas später. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, was ich dort erlebt habe. Mein Hund war damals, wie gesagt, etwa 6 Monate alt, also ein Junghund. Ich kam mit der Dame dort ins Gespräch. Ich kannte diese Hunde aus Büchern, vom Internet, doch ich habe bis dato noch keinen gesehen gehabt. Ihr ging es genauso mit meinem Hund. Auch sie kannte Tosa Inus vom Hörensagen, vom Internet, von Büchern, hatte bis dato noch keinen gesehen gehabt. Ja, also wir bewegten uns hier bezüglich Freude zum Thema Hund auf einem Level und tauschten uns interessiert aus. Nach einiger Zeit begann sie mit ihrem schon erwachsenen Thai Ridgeback Rüden, ein wunderschöner, muskulöser Kerl, mit dem Ball zu spielen. Doch dann schaltete sich ein Bearded Collie in dieses Ballspiel ein. Das war ein Fehler. Und da geschah es dann, dass dieser Thai Ridgeback diesen Bearded Collie ziemlich gut panierte. Ja, also das Ganze war binnen einiger Sekunden wieder vorbei, aber in diesen Sekunden fuhr der mit diesem Schäferhund doch ziemlich ab. Ja. Das Problem bei der Sache war, der Konflikt war weniger das Problem. Er war nicht wirklich wild, wir waren da alle anwesend und halfen mit, das Ganze recht schnell zu beenden. Doch der Thai Ridgeback wurde oder hätte eine Woche später nach diesem Vorfall ausgestellt werden sollen. Bei einer Ausstellung am Tullner Messegelände und nahm aber bei diesem kurzen Beißkonflikt mit dem Bearded Collie ein doch recht klar erkennbares Cut am Fang mit. Das natürlich freute die Besitzerin weniger. Sie wissen, wie das bei den Ausstellungen ist. Es gibt Richter und Richter. Selbstverständlich kann das die Bewertung eines Hundes beeinflussen, wenn er mit einer Vernarbung oder mit einer frischen Wunde daherkommt, man eventuell kein Attest dafür hat, dass diese Narbe einer Beißerei. Sie wissen, wie das ist. Hier funktioniert jeder Richter etwas anders. Sympathiegeschichte. Wenn Sie dann vielleicht noch als Konkurrenten einen Rüden haben, der halbwegs ebenbürtig ist, wird der höchstwahrscheinlich Ihrem Hund gegenüber glänzen, wenn der keine Narbe oder frische Narbe vorweist. Sie wissen, um was es geht. Ja? Ich möchte da nicht zu kompliziert in das Ganze eingehen. Und deswegen war diese Frau dann natürlich etwas verärgert über das Ganze hin und her. Aber geschehen ist nichts. Ich wollte Ihnen nur sagen, dieser Hund
erweckte auf mich den Eindruck eines Hundes, der permanent unter Spannung steht, aber nicht charakterlich, körperlich, unter Körperspannung steht. Also auf mich wirkte dieser Rüde so, als hätte er permanent seine Muskeln angespannt. Wenn der irgendwo stand, ruhig und schnüffelte, vibrierte seine Rute ständig. Wissen Sie, was ich meine? Schneller, als ich es jetzt zeige. Also als würde er ständig unter Spannung stehen. Auch war der äußerst leistungsfähig, blitzschnell. Der hatte einen Antritt, der schoss ab wie eine Kugel aus einem Lauf. Schöner Hund. Etwa so um die 60 cm Schulterhöhe, 28 Kilo schwer, in diese Richtung hinein. Ein wunderschöner Hund mit herrlicher Farbe. Das war das erste und auch das letzte Mal, dass ich einen Thai Ridgeback live gesehen habe. Das muss gewesen sein 2010. Ende 2010 circa, also einige Jährchen schon her. Ja, diese Hunde sind recht alt. Schon vor hunderten Jahren wurden sie in Thailand dokumentiert. Doch zählt der Thai Ridgeback zu einer Art Hunde, welche nie wirklich domestiziert wurde, ja, oder wurden. Das waren immer mehr Halbwilde oder Paria-Hunde. Verstehen Sie, was ich meine? Die zwar immer neben den Menschen in ihren Dörfern hergelebt haben, aber nie wirklich domestiziert waren. Sie wurden zwar als Jagdbegleiter, als Jagdhunde benutzt, eingesetzt und bewachten auch die Dörfer, doch klassische Haushunde waren das nie. Das waren immer Hunde, die ja, zu 90% auf sich selbst gestellt waren. Klar wurden sie gefüttert von den Dorfbewohnern und so weiter, aber sie waren nie in der Manier eines klassischen Haushundes gehalten. Ja, Sie verstehen, was ich meine. Und genau das ist der Grund, weshalb diese Rasse bis heute ihre charakterliche Ursprünglichkeit behalten hat. Denn mit dem Thai Ridgeback sind wir sehr weit von völlig unkompliziertem Charakter entfernt im Vergleich zu anderen Hunderassen. Vererbungsgenetik. Ich habe schon einige E-Mails von Ihnen bekommen, wo diese Genetik, diese charakterliche Vererbung etwas, wie soll ich sagen, minder bewertet wird oder als nicht so beachtenswert bezeichnet wird. Schauen Sie, erst kürzlich sah ich ein Video von einem 10 Wochen alten English Setter, welcher das erste Mal auf einem Feld in seinem Leben auf Wachteln trifft. Dieser Hund nimmt sofort mit 10 Wochen, ohne dass es ihm jemand in diesem Alter beigebracht hat, die typische Haltung eines Vorstehhundes ein. Das ist Vererbungsgenetik. Und das kommt auch beim Thai Ridgeback zu tragen. Diese Hunde sind wahnsinnig selbstständig, haben einen extrem stark ausgeprägten Jagdtrieb. Im Normalfall sind das Hunde, die sich selbstverständlich gut erziehen können, die auch einen guten Gehorsam zeigen werden, die aber völlig abschalten, wenn sie mit ihnen am Feld unterwegs sind, einen Hasen oder ein Reh sehen. Hier schalten die ab, ja. Die gehen auf die Jagd. Das sind nicht die besten Vorstehhunde, die besten Terrier, die besten Schweißhunde, das sind einfach pure Jäger, allgemein gesehen. Die jagen und die reißen auch. Ja. Hunden gegenüber können sie sehr dominant werden. Neigen dazu, der Chef im Ring zu sein. Sind zwar Top-Familienhunde, wenn man sie versteht, gelten aber nicht unbedingt als die geeignetsten Kinderhunde. Diesen Hunden sagt man nach, dass sie über extrem umfangreiche Kommunikationsarten verfügen, sowohl Mimik, Gestik, technisch wie auch akustisch, über ein größeres Repertoire verfügen, als es der typische Haushund hat, der schon seit Hunderten oder gar Tausenden Jahren klassisch domestiziert wurde, ja, oder wird. Diesen Hund versteht man nicht ganz so schnell wie den typischen Goldie, den typischen deutschen Schäferhund etc. Es können hier schneller Missverständnisse auftreten und es ist generell bei Kindern so, ja, dass die Hunde nicht gleich oder schnell so gut verstehen, wie wir Erwachsenen das tun. Ja. Und wenn Sie dann einen Hund haben, der selbst für uns Erwachsene nicht so einfach zu verstehen ist, wenn er Ihnen mitteilt, ob ihm etwas nicht passt oder ob er etwas möchte,
kann es natürlich mit Kindern noch viel schneller zu Missverständnissen kommen und natürlich auch zu Unfällen. Er gilt nicht als der beste Kinderhund, was nicht bedeuten soll, dass er keinen guten Kinderhund darstellen kann. Ja, doch würde ich sagen, eignet er sich eher für Familien, wo die Kinder schon größer sind, ja, ins jugendliche Alter hineingehen, nicht für Kleinkinder. Also, gibt es geeignetere Hunde. Man muss bei allen Hunden fokussiert sein, wenn sie mit Kleinkindern denselben Wohnraum teilen, ganz klar. Und ich bin auch einer der Menschen, der sagt, na, egal wie gut ich meinen Hund kenne, wenn ich da ein Putzerl, ein Baby zu Hause habe, mein Hund bleibt mit dem Kleinkind nicht alleine und keine 10 Minuten, keine 15 Minuten, auch keine 5 Minuten. Das darf nicht sein. Das ist meine Meinung. Diese Meinung habe ich aus verschiedensten Gründen. Schauen Sie, Sie können einem so einem kleinen Kind nicht sagen, was man bei einem Hund nicht tun sollte, weil. Ja. Das Kleinkind tut das einfach. Sie wissen, wie das ist. Der Hund schläft vielleicht, das Kleinkind krabbelt auf seinen Bauch hinauf, der Hund wacht aus dem Tiefschlaf auf und Sie haben den Salat. Wissen Sie, was ich meine? Ein Hund hat mit einem Kleinkind nicht alleine zu bleiben, nicht unbeaufsichtigt zu bleiben, ist meine Meinung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, Hunde sind böse Kinderfresser. Sie wissen genau, was ich meine. Ja. Ist schon genug passiert. Und ja, zumeist sind die Eltern schuld, wenn so etwas passiert. Das ist meine Meinung, dahinter stehe ich felsenfest. Nochmal, der Thai Ridgeback nicht unbedingt der beste Kinderhund, aber ein Top-Familienhund. Nicht unbedingt geeignet für Gebrauchshunde-Sportfans. Schauen Sie, mit jedem Hund kann man arbeiten, auf verschiedene Art und Weise, mit einem besser, mit einem weniger gut. Diese Rasse eignet sich vorzüglich für den typischen Gebrauchshundesport, diese Rasse eher weniger. Doch daran teilnehmen kann man mit jedem Hund. Es kommt immer darauf an, worauf man es abgesehen hat, welch Händchen man für die Hunde beweist, alles klar. Doch, ich gehe mal davon aus, dass man, egal welch gutes Händchen man beweist, man mit einem Thai Ridgeback nicht unbedingt glänzt auf Turnieren am Abrichteplatz. Diese Hunde sind leicht abzulenken, bewachen gern die Gegend, lassen sich leicht, wie soll ich sagen, aus dem Fokus rausholen durch irgendwelche Vorkommnisse. Verstehen Sie, was ich meine? Übungen, die sich mehrere Male wiederholen, werden diesen Hunden leicht mal langweilig, ja, oder kommen ihnen nicht lohnenswert vor. Das sind hochintelligente, lernbereite Hunde. Gar keine Frage. Doch die müssen Sie besonders mit den Tricks, mit dem Schmäh packen. Wenn Sie diesen Hund mal charakterlich verstehen, seine Urtümlichkeit verstehen, akzeptieren, dass er eigentlich völlig anders funktioniert als der deutsche Schäferhund. Als Vergleich sind das wahnsinnig tolle Hunde. Nochmal, wenn Sie auf der Suche sind nach einem typischen Gebrauchshund, Wach- und Schutzhund, Kinderhund, dann sollten Sie sich eventuell um eine andere Rasse umsehen. Was nicht bedeutet, ich wiederhole mich, dass das kein guter Wachhund ist. Das ist ein toller Wachhund. Dass das kein guter Schutzhund sein kann. Jeder Hund, der körperlich dazu fähig ist und Sie über alles liebt, wird zu 99% versuchen, Sie zu beschützen. Wenn er generell vom Charakter her etwas mutiger ausgestattet ist. Ja, und das gilt auch für den Thai Ridgeback. Und nochmal, auch mit dem Thai Ridgeback kann man arbeiten, mit Sicherheit auch am Platz. Ich sah Videos Thai Ridgebacks beim Agility-Sport. Auch da gehört eine gewisse Portion Gehorsam dazu, damit Sie mit dem Hund hier auf Turnieren oder den Agility-Sport generell betreiben können. Ganz klar, also alles möglich, aber nicht unbedingt dafür gemacht. Verstehen Sie, was ich meine? Nochmal. Sie müssen mit einem sehr stark ausgeprägten Jagdtrieb bei diesem Hund rechnen, ganz klar. Mit einer guten Portion Selbstständigkeit, die Sie vielleicht als Sturheit wahrnehmen könnten. Wissen Sie, was ich meine? Ja, aber wir haben uns den Standard noch gar nicht angesehen. Da möchte ich kurz nochmal ankratzen. Rüden werden bis etwas über 60 cm hoch mit der Schulter und bewegen sich knapp auf 30 Kilo zu. Die Hündinnen etwas kleiner, etwas leichter. Das sind also mittelgroße Hunde. Sie haben einen wunderschön anzusehenden, markanten Kopf mit natürlichem Stehohr. Bei Aufmerksamkeit gerunzelte Stirn, sind kurzhaarig, extrem athletisch, muskulös, aber gleichzeitig schlank gebaut. Man sieht ihnen diese Explosivität sofort im ersten Augenblick an. Und sie haben diesen berühmten Reach am Rücken. Für alle, die nicht wissen, was das ist ein Stück Fell, etwa 5 cm breit, das
vom Nacken bis zur Gruppe in einer Breite von ca. 5 cm in die gegengesetzte Richtung wächst wie das übliche Fell. Das ist der Ridge. Und den gibt es eben nur bei 2 Hunderassen und einem Hundetyp, nämlich dem Rhodesian Ridgeback, dem Thai Ridgeback und eben dem vietnamesischen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Pukok-Hund? So irgendwie. Ja, die Farben schwarz, rot, wobei dieses Rot, das ich gesehen habe, schon ein Kastanienrotbraun war. Wenn sie rot sind, da verlangt man, glaube ich, schwarze Maske. Genau. Blau, Falbfarben. Es gibt auch schokoladenbraune und gestromte, doch gilt das laut Rassestandard als Fehler. Wunderschöne Hunde. Also, ich bin mir sicher, dass der Thai Ridgeback jeden Menschen, der auf athletische, muskulöse, klar erkennbare Supersportler steht, sofort gefallen würde. Die Charaktergeschichte, man sollte schon wissen, wie man mit Hunden zu arbeiten hat, wie man auf sehr selbstständige, sehr leistungsfähige Hunde heranzugehen hat. Also als purer Anfänger, der Hunde und Hundecharaktere gerade mal 2-3 Wochen aus Büchern kennt oder vom Internet kennt, sollte man schleunigst Gedanken an den Thai Ridgeback wieder verwerfen. Überhaupt nichts für diese Leute. Also dieser Hund läuft ihnen, so wie ich immer gerne sage, garantiert charakterlich davon. Und der Hund ist eine Leistungskanone, der kann schon was. Und als ich gesehen habe, wie der den Bearded Collie herpaniert hat, ja, also hier geht schon die Post ab, wenn der mal Gas gibt. Denn auch ein Bearded Collie ist kein Flöckchen, ist ein Schäferhund, ja. Aber der bekam ziemlich Saures von diesem Thailänder, möchte ich Ihnen nur sagen. Sind schöne Hunde, gefallen mir sehr gut. Wären sie was für mich? Optisch auf jeden Fall. Optisch auf jeden Fall spricht mich sehr an, dieser Hund. Charakterlich etwas schwierig, die ganze Geschichte. Ja. Weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre, mich auf diesen Hund einzustellen, charakterlich. Ja. Ist mein Hund schon schwierig, aber ich bin mir sicher, dass der Thai Ridgeback doppelt so schwierig ist. Ja. Sturer, weit selbstständiger, völlig anders anzugehen. Ja. Ich würde mir mit meinem Erziehungsstil, der ja darauf fokussiert ist, aus seinen Hunden so, Sie wissen, so verschmitzte Banditen zu formen, beim Thai Ridgeback schwer tun. Ja. Bin mir sicher, dass ich hier vielleicht etwas zu viel pfeffern würde. Ja, und das würde sich dann rächen. Sie verstehen, was ich meine. Na, vernünftig, eine ruhige Person. Sie müssen bei diesem Hund konsequent sein. Doch zwischen Konsequenz und Härte ist ein riesiger Unterschied, liebe Zuseher. Ja. Viele Leute verwechseln das, wenn man sagt, konsequente Erziehung. Das ist nicht gleich harte Erziehung. Nein. Härte, mit Härte werden Sie bei diesem Hund nichts erreichen. Der macht dann zu. Ja, der macht die Tür zu. Ja, ist vorbei. Konsequente, liebevolle Hand, aber wie gesagt, Betonung liegt auf konsequente Hand. Hier müssen Sie eine Linie fahren mit diesem Hund. Ja, also klare Strukturen auf jeden Fall. Ja, und der braucht mit Sicherheit seine Bewegung. Ist zu Hause, laut dem, was man herausrecherchieren kann, ein sehr angenehmer Geselle. Sehr ruhig, sehr sanft, kann aber draußen wahnsinnig Gas geben. Ich blende kurz mal den Rassenrechner ein, damit Sie sich etwas orientieren können. So würde ich den Thai Ridgeback einschätzen. Ja, also, Substanz, mittelgroß, Charakter, weit entfernt von nicht kompliziert. Platzbedarf, etc., etc., etc. Hoher Bewegungsdrang, was aber nicht immer bedeutet, dass die Hunde gleichzeitig auch einen hohen Aufgabenbedarf haben. Na, Hunde können einen hohen Bewegungsdrang haben, aber einen niedrigen Aufgabenbedarf. Das gibt's. Ich habe das zum Beispiel beim Rhodesian Ridgeback angekreuzt. Hoher Bewegungsdrang, mittelmäßiger Aufgabenbedarf. Es ist auch beim Thai Ridgeback so. Sie müssen den Thai Ridgeback nicht 17, 20, 45 verschiedene Aufgaben am Tag geben. Nein, es genügt, wenn er seinen Auslauf hat, wenn er seinen Bewegungsdrang ausleben kann. Der Hund reflektiert nicht ständig auf neue Aufgaben, wie es zum Beispiel viele Terrierrassen tun. Na, wie gesagt, ein hoher Bewegungsdrang hat nicht gleichzeitig
hat nicht unbedingt mit einem hohen Aufgabenbedarf zu tun. Ja, also laut Rasserechner, so sehe ich den Thai Ridgeback. Setzen Sie Ihre Kreuze auf Ihrer Seite ein und sehen Sie, ob Sie zu diesem Hund dazu passen oder nicht. Schöner Hund, sehr, sehr seltener Hund. Ridge, Sie wissen schon, charakterlich höchst anspruchsvoller Hund. Ja, so sehe ich ihn. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.